Leute, es ist ein schöner Tag und es ist richtig schön ruhig. Die Luft ist sauber und frisch, der Himmel ist blau, die Vögel singen und man hört sie auch. Ich finde diese Quarantäne und diesen Lockdown oder was auch immer das ist, gar nicht so schlecht. Ich genieße das richtig, dass es so schön still und ruhig ist. Das ist wie in meiner Kindheit. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da gab es kaum Autos. Und wenn mal ein Flugzeug geflogen ist, hat man gesagt, oh, ein Flugzeug, guck mal da. Und so war das auch. Das ist so wie jetzt. Finde ich richtig toll. Ich weiß nicht, wie ihr die Zeit jetzt erlebt. Wahrscheinlich jeder anders. Und vor allem, wahrscheinlich ist es für die meisten von euch sehr ungewohnt. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal, wie ich so meinen Alltag lebe, weil für mich ist es ja nichts Neues. Ne? Ich bin ja den meisten Tag zu Hause, meine Kinder lernen zu Hause. Also für mich ändert sich nicht viel jetzt mit der politischen Lage und mit diesen ganzen Regeln, die es jetzt gibt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es erstmal ein ganz schöner Schock und eine große Umstellung ist, wenn man jetzt plötzlich in so einen Rhythmus bzw. in einen Nicht-Rhythmus gezwungen wird quasi. Du bleibst jetzt zu Hause und zum Einkaufen darfst du raus und sonst quasi nicht. Ist ja ein bisschen unterschiedlich noch in verschiedenen Ländern und aber es ist der gleiche Tenor ungefähr. Von daher ist es wahrscheinlich vergleichbar. Bei uns in Frankreich ist es noch ein bisschen strenger, als es in Deutschland jetzt ist. Aber in Deutschland ist es je nach Bundesland auch wieder unterschiedlich. Und Österreich ist noch strenger als hier in Frankreich. Also ist ungefähr ähnlich. Ja, wie macht man das als Familie, vor allem als Großfamilie, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist? Wie macht man das, ohne verrückt zu werden und ohne sich gegenseitig so auf den Wecker zu gehen? Ich habe da so meine Inseln. Einmal zeitliche Inseln und einmal räumliche Inseln. Jeder Mensch braucht mal seine Ruhe und das ist ganz normal. Und wenn man halt auf dem Haufen hockt in einem Haus und keine Routine hat, rauszugehen und die einen gehen in die Schule, die anderen gehen auf die Arbeit, dann muss man halt sich Räume schaffen, wo man halt mal Zeit für sich hat. Und das mache ich schon lange, regelmäßig, auf verschiedene Art und Weise. Mein liebster Raum ist abends, beziehungsweise nachts, wenn alle schlafen. Und damit ich das auch genießen kann und ich nicht todmüde bin, dann schon mache ich Mittagsschlaf. Also ich schlafe nachmittags und dadurch habe ich abends noch Zeit, wo ich nicht total müde bin, wo aber dann alle anderen schon schlafen und wo ich noch was für mich machen kann. Ganz alleine ich. Und das brauche ich auch für mich. Und ja, das kann man sich angewöhnen. Man kann sich angewöhnen, also ich weiß, viele sind das nicht gewöhnt, aber man kann sich angewöhnen, nachmittags sich hinzulegen und ein bisschen zu schlafen und dann ist man abends länger fit. Und diese Insel genieße ich sehr. Und natürlich, wenn man rausgehen kann, einen Garten hat oder auch wenn man spazieren gehen darf, was glaube ich in den meisten Ländern erlaubt ist, alleine spazieren zu gehen, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, um mal Zeit für sich zu haben, ein bisschen wegzukommen von dem ganzen Trubel. Und dann ist der Trubel auch wieder okay, jedenfalls für mich. Also ich brauche so meine Insel und wenn ich die habe, dann halte ich das auch wieder aus. Also dann ist es okay, dann ist es nicht jetzt so belastend für mich. Ja. Was für viele, glaube ich, auch neu ist, ist, dass es keinen von außen gegebenen Rhythmus gibt. Also um die und die Uhrzeit müssen die Kinder in die Schule, um die und die Uhrzeit muss man auf Arbeit und um die und die Uhrzeit ist das und das. Es ist also plötzlich kein von außen aufgedrückter Rhythmus da. Und da ist wahrscheinlich die erste Versuchung erstmal, jetzt haben wir gar keinen Rhythmus. Und dann gibt es auch keinen Rhythmus. Dann passiert halt irgendwas irgendwann. Aber ich glaube, dass es sehr stabilisierend wirkt auf die ganze Familie, also auch auf Kinder. Kinder brauchen ja einen Rhythmus, wenn man einen Rhythmus erschafft. Also dann und dann gibt es Essen und dann geht es ins Bett, dann und dann wird aufgestanden. Also so Basics eigentlich, ne? Aber wenn man das nicht gewöhnt ist, dann muss man vielleicht das bewusst nochmal
anfangen oder ja, dran denken. Und was mir auch hilft jetzt in der Zeit, wo halt so viele Nachrichten auch reinkommen, wo man halt in den sozialen Medien so viel liest, was passiert, und dass ich den Tag beginne und abschließe mit was Positivem. Dass ich diese ganzen Sachen, die so passieren, die auch ziemlich schlimm sind, dass ich die einfach zur Seite lege, und für heute war es das damit, und dass ich dann nochmal mir was Schönes anhöre, was Schönes angucke, damit ich dann auch gut schlafen kann und nicht mit diesen Gedanken ins Bett gehe. Wir haben auch, also es ist natürlich leicht, auch den Wochenrhythmus zu verlieren, ne? Also wenn jeder Tag gleich ist, Wochenende wie unter der Woche, wenn man keinen von außen auferlegten Rhythmus hat, passiert das natürlich auch schnell. Wir haben da auch uns einen eigenen Rhythmus quasi ausgedacht, dass wir am Freitagabend quasi den Sabbatanfang feiern, und öfters gehen wir sonntags auch noch in die Gemeinde, aber das haben wir in den letzten Monaten eigentlich selten geschafft, weil es einfach zu viel Zeit braucht, früh alle Kinder fertig zu machen und überhaupt alle mal in der Spur sind, und dann ist es viel zu viel Stress und wir haben es gelassen. Aber abends mit einem guten Essen den Sabbat anzufangen, das ist ein richtig schönes Ritual für uns geworden, wo sich die Kinder auch sehr drauf freuen und was einfach entspannt, und ja, das ist nichts, was zusätzlich für Stress sorgt, sondern wo man dann einfach, und die Kinder freuen sich dann auch drauf, die bereiten das dann vor. Und ja, das ist neben dem Tagestaktgeber, dass man so einen Rhythmus am Tag hat, dass man auch einen Wochenrhythmus hat quasi, dass die Woche nicht jeder Tag gleich ist, sondern dass ein Tag zumindest was Besonderes ist, dass man so halt einen Rhythmus hat. Das ganze Leben hat ja eigentlich einen Rhythmus, Tag und Nacht und alles. Wenn man das noch so ein bisschen betont, dann wirkt es stabilisierend auf alle. Also auch auf die Laune im Haus und auf einen selber. Ja, und viele haben ja jetzt angefangen, im Homeoffice zu arbeiten und festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist mit Kindern. Und da stimme ich vollkommen zu. Also ich mache ja auch so ein bisschen nebenbei, ne? Aber ich mache nichts jetzt so, um richtig Geld zu verdienen oder so. Das macht mein Mann. Und mein Mann arbeitet im Homeoffice, und der hat sich ein Zimmer eingerichtet und hat die Wand, also die Tür vor allem, so mit schalldichten Matten versehen. Und dadurch kann er relativ ungestört und geräuscharm dann seine Patientengespräche machen, die er online hat. Also wenn man Homeoffice macht und Kinder hat, dann kann man eigentlich nicht gleichzeitig. Da braucht man jemanden, der auf die Kinder aufpasst, oder dass man das macht, wenn die Kinder schlafen oder gerade was anderes machen. Aber das parallel, ich glaube, das ist nicht besonders produktiv. Und einfach so, also der Kinderlärm, der verhindert halt ziemlich viel, ne? Da kann man auch nicht klar denken. Und aber man kann sich's einrichten. Man muss ein bisschen gezielt vorgehen. Also zum Beispiel hat sich mein Mann extra diese Dämmplatten bestellt für die Tür, und dann geht's. Ja, und die Schule zu Hause, da habe ich ja auch schon Verschiedenstes gehört von den Leuten, dass dann die Schule den Kindern alles Mögliche an Aufgaben gibt. Und das ist aber zu Hause irgendwie nicht so richtig zu bewältigen. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen locker machen. Und die Erwartung, dass man jetzt die Schule nach Hause kopiert, ist einfach, ja, das ist einfach zu hoch gegriffen. Aber ich würde mir da trotzdem keinen Stress machen, sondern ja, dass die Kinder lernen viel wichtigere Dinge im Zusammensein mit den Eltern und im Alltag. Und ob die jetzt da diese Blätter alle ausfüllen oder nicht. Ach, wie wichtig ist das für den Rest des Lebens? Ich denke mal, da tut es gut, Prioritäten zu setzen und ja, zu gucken, was ist wirklich wichtig. Was ist wichtig für die Zukunft meiner Kinder? Ist es tatsächlich wichtig, diese und jene Aufgaben jetzt zeitgerecht abzuliefern, oder ist es das vielleicht gar nicht? Ja, deswegen läuft Schule bei uns auch nicht wie Schule nach Hause kopiert, sondern
das wird in den Tagesrhythmus mit eingebaut. Meistens mache ich vormittags, wenn ich Mittagessen koche, parallel, dass die ihre Aufgaben machen und dann gucke ich da mit drauf. Und die Großen, die machen es meistens abends, wenn die Kleinen schon im Bett sind. Und so macht das jeder, wie er Lust hat. Und wenn mal ein Tag ist, wo viel anderes ist, dann fällt es einfach eben aus. Und das ist auch nicht schlimm. Da muss man auch Prioritäten setzen. Ja. Was auch hilft, denke ich, ist, wenn man einen Plan hat, was im Haus zu tun ist. Die Kinder bei uns, die haben einen Plan. Jeder hat einen Tischdienst. Frühstück ist einer dran, Mittagessen ist einer dran, Abendessen ist einer dran und das rotiert so. Und auch was Putzen betrifft und Wäsche aufhängen, da kriegt jeder Aufgaben. Und wenn alle mithelfen und nicht nur einer rödelt und die anderen jammern und mir ist langweilig, dann lässt sich das auch besser aushalten und fühlt sich dann irgendwie gerecht verteilt an. Ja, ansonsten kriegt man ja viel mit, dass die Leute schlechte Laune haben. Also wenn man so einkaufen geht und die Leute dann so mit ihren düsteren Mienen und am besten noch mit Mundschutz durch die Gegend laufen und alle so schön Abstand halten, weil wir sind ja alle wandelnde Biobomben, dann merkt man, dass das ja gar nicht die Realität abbildet. Also man muss keine schlechte Laune haben. Es ist nicht alles schlimm und schlecht. Zum Beispiel ist es jetzt wunderbar ruhig und das kann man genießen. Und es ist wunderschöner, sauberer Himmel und saubere Luft und das kann man genießen. Und man kann es genießen, dass man gerade so viel Zeit mit der Familie hat, wie man sonst vorher nie hatte, dass diese ganze Hektik mal raus ist. Und ich finde, das ist eine tolle Chance. Und wenn man dann mal wegrückt von dieser ganzen Panikmache und von der Angst, was passiert, was passieren könnte und von der Angst vor der Zukunft und dass man einfach mal im Hier und Jetzt ist und bleibt und das mal genießt. Und wenn nicht, wann? Wenn nicht jetzt, dann wann? Weil jetzt hat man echt mal Zeit und diese ganze Hektik ist raus und dieses ganze Gehetze ist raus und man hat echt mal Zeit, einfach zu sein und sich zu besinnen und zu überlegen, wofür lebe ich und wo will ich hin im Leben und ist das Leben, wie ich es haben will und was ist meine Ausrichtung, worauf will ich mich fokussieren? Will ich auf diese Panikmache und die Angst vor Corona oder vor dem Wirtschaftszusammenbruch oder vor der Zukunft oder sonst irgendwas, will ich mich darauf fokussieren oder will ich weiter gucken, wofür bin ich da? Was ist jetzt meine Aufgabe hier im Leben und wie kann ich positiv auf meine Umgebung einwirken? Wie kann ich dazu beitragen, dass ich ein positives Puzzleteil bin für die Zukunft der Erde? Ne? Also ein bisschen weiter den Blick als nur auf die Probleme. Und das, denke ich, ist eine große Chance, weil wir eben ein bisschen mehr Zeit haben zum Nachdenken und mal rausgerissen sind aus diesem ewig gleichen Trott, der bisher war. Ja, und wie ich schon sagte, die frische Luft genießen. Manche, die haben ja nur eine kleine Wohnung und keinen Garten. Das ist natürlich Mist. Ne? Spazieren gehen darf man und vielleicht reicht es auch einfach, das Fenster aufzumachen und mal in den Himmel rauszugucken und einfach mal zu lauschen, wie schön still das ist. So, sich bewusst machen, dass was anders ist und dass es anders wird und dass es nicht mehr so sein wird, wie es bisher war. Aber es muss nicht schlechter sein, vielleicht wird es sogar besser, wer weiß. Also mal so den Blick öffnen für was Neues. Ja, und ganz praktisch in den Zeiten ist natürlich, wenn man ein Vertrauen in Gott hat und weiß, dass Gott da ist und nicht einfach alles aus dem Ruder und läuft und ins Chaos verfällt, sondern dass da jemand ist, der auf einen aufpasst und der einen Plan hat mit dem Ganzen, der einen guten Plan hat. Also es gibt nicht nur Leute, die böse Pläne haben, sondern es gibt auch einen guten Plan. Und wir haben beim Sabbatanfang, da lese ich immer was aus der Bibel vor. Und die von euch, die davon nichts hören wollen, die können natürlich jetzt ausschalten. Aber der Konstantin hat gesagt, normalerweise lese ich immer Psalm 91. Meistens.
wünscht sich die Lise. Und jetzt hat der Konstantin gesagt, Psalm 46, haben wir noch nie gelesen. Der hat einfach nur eine Zahl gewählt. Und dann habe ich Psalm 46 gelesen. Dachte mir, der passt ja richtig gut in die Zeit jetzt gerade rein. Und deswegen dachte ich, lese ich euch mal den Psalm 46 vor. So als Abschluss für dieses Video hier. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Und mit den Bergen und den Wogen, das ist natürlich bildlich gesprochen, ne? Die Berge, das steht für Dinge, auf die man sich verlassen hat und für, also das ist viel Bildersprache da drin, ne? Also das kann man im übertragenen Sinne schon so sehen. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Gott, es ist in ihrer Mitte, schon früh am Morgen beschützt er sie. Niemals wird er sie ins Unglück stürzen. Ringsum versinken die Völker im Chaos und ihre Macht wird erschüttert. Denn Gott lässt seine mächtige Stimme erschallen und schon vergeht die ganze Erde. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Seine Taten verbreiten Entsetzen. In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er entzwei. Er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen. Hört auf, ruft er, und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern. Ich habe Macht über die ganze Welt. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Den fand ich richtig gut. Und vor allem in der Luther-Übersetzung steht dann noch, da steht dann nicht nur, selbst wenn die Erde erbebt, und da steht sogar, selbst wenn die Welt unterginge. Also so richtig. Da habe ich gedacht, ja, das fühlt sich schon irgendwie an wie Weltuntergang momentan, ne? Etwas endet und man weiß nicht, was Neues dazu kommt. Ja, das wollte ich euch noch mitgeben und ich hoffe, ihr könnt tatsächlich das Ganze positiv sehen und daran wachsen und das genießen, weil das geht. Okay, genießt es. Tschüss.